Das 9-Euro-Ticket soll Pendler zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen. Deutschlandweit kosten Fahrten im Regional- und Nahverkehr dann pro Monat bis Ende August nur 9 Euro. Das ist so günstig wie noch nie und dementsprechend verlockend. Und heute startet offiziell der Vorverkauf. Das Ticket kann man an Fahrkartenautomaten, in den Kundenzentren und via App kaufen. Das 9-Euro-Ticket ist einen Monat gültig. Für alle 3 Monate zahlt man entsprechend 27 Euro. Wie kommt das 9-Euro-Ticket an und wer schlägt beim super Spartarif zu? Pünktlich zum Verkaufsstart höre ich mich heute am Frankfurter Hauptbahnhof um. Ich finde das eine gute Idee, bin allerdings seit langer Zeit jetzt gerade übers Wochenende wieder mit der Bahn unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wie die Bahn das schaffen will, kapazitätsmäßig. Es ist ja auch nur für eine befristete Zeit, also ob es die Leute wirklich so entlastet und die sowieso abhängig sind vom Auto wegen Kindern und so weiter, bezweifle ich ganz ehrlich. Ich habe gerade noch 5,20 vom Taunus hier rein bezahlt und wenn ich jetzt demnächst für 9 Euro einen ganzen Monat fahren kann, das ist doch. Ich shuttle hier nach Frankfurt, wohne in Hamburg, meine Eltern sind in Stuttgart. Für mich ist es super. Ich spare richtig viel Geld. Bahnfahren ist unglaublich teuer, muss man ja auch mal sagen. Und ich habe immer das Gefühl, Autofahrer sind begünstigt und Bahnfahrer halt eben so selten. Und ich meine, wir leben im Jahr 2022 und da sollte sich auf jeden Fall mehr tun. Ich würde tatsächlich Ausflüge mal machen, die man sonst nicht macht. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt rechnet mit einer sehr hohen Nachfrage. Also wir erwarten, dass eine ganze Reihe von Menschen, die bislang nicht mit dem öffentlichen Verkehr gefahren sind, die deswegen auch keinen Fahrschein gebraucht haben, dieses Ticket mal ausnutzen werden. Da ist der Fahrgastverband ProBahn skeptischer. Er steht dem 9-Euro-Ticket kritisch gegenüber und fürchtet eine vollkommene Überlastung des Nahverkehrs. Sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Im Grundsatz ist ProBahn natürlich über jede Investition in den öffentlichen Nahverkehr relativ zufrieden. Nur in diesem Fall haben wir doch erhebliche Bedenken, weil hier 2,5 Milliarden Euro binnen 3 Monaten, ich sag mal, verbraten werden, die wir wahrscheinlich langfristig hätten besser investieren können. Die Prognose von ProBahn fällt also eher düster aus. Mehr Frust statt Reiselust? Sie werden erleben, dass wir eben keinen langfristigen Erfolg haben, sondern dass womöglich der Frust bei der einen oder anderen Familie noch höher wird, weil sie samstags mit ihren Kindern in den Spessart, in den Odenwald oder in den Rheingau fahren will und erlebt, dass sie in überfüllten Zügen sitzt oder dass sie zum Beispiel Fahrräder und Kinderwagen nicht mitnehmen können. Und das ist ein absoluter Imageschaden letztlich nachher für die Bahn. Davor haben wir ein bisschen Angst. Der ÖPNV müsse viel attraktiver werden. ProBahn fordert deshalb langfristige Investitionen wie die Elektrifizierung der Regionalbahnen und einen besseren Fahrplan. Die 2,5 Milliarden hätte man unserer Meinung nach dauerhaft in Infrastrukturmaßnahmen stecken können oder auch in die Erhöhung der regionalen Mittel. Da gibt es Defizite. Sind überfüllte Züge in den kommenden Monaten erwartbar? Was meinen die Bahnfahrerinnen? Ob die Bahn das packt, die mehr Leute auf der Schiene, bezweifle ich. Weil wir sehen es aktuell sowieso. Ständig Zugausfälle, Züge sind gerammelt voll. Ja, könnte knapp werden. Ich weiß nicht, ob sich wirklich die Leute überzeugen lassen, dann umzusteigen beim Pendeln, wenn es dann auch entsprechend voll ist. Man steht, glaube ich, im Auto genauso oft im Stau, wie man dann halt eine Verspätung hat. Heute zum Beispiel mal wieder 9 Minuten, aber das ist alles harmlos noch. Aber mal ehrlich, für 9 Euro durch die Republik fahren, das ist schon ganz schön verlockend. Das 9-Euro-Ticket ist nicht nur für Pendler attraktiv, sondern bietet sich auch für Tagestouren, Wochenendtrips oder sogar längere Reisen an. Beispiel Sylt. Von Frankfurt aus bräuchte man mit den Regionalbahnen mindestens 11 Stunden und 31 Minuten, 5 Umstiege inklusive. Sitzplatzreservierungen sind im Nahverkehr übrigens nicht möglich. Kinder bis 6 Jahre reisen kostenlos. Der ADAC befürwortet das 9-Euro-Ticket, denn in allererster Linie entlastet es die Umwelt, wenn Pendler auf den Nahverkehr umsteigen. Und der ADAC glaubt,
dass ein attraktiver ÖPNV einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, dass die Verkehrsprobleme und Umweltbelastungen in den Städten deutlich gesenkt werden. Und wenn ich Reisende und Pendler frage, dann bekomme ich ein eindeutiges Feedback. Die meisten finden das 9-Euro-Ticket sehr attraktiv und wollen es sich kaufen. Aber es ist auch eine Mammutaufgabe, die der Deutschen Bahn bevorsteht. Ja, und damit herzlich willkommen, Dr. André Kawai, Geschäftsführer vom RNV. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Dr. Kawai. Heute hat der Vorverkauf angefangen. Wie war's? Wie lief's? Schönen guten Abend, Frau Brüning. Der Vorverkauf lief heute sehr interessiert. Große Nachfrage, viel los. Alle Vertriebskanäle sind gut belegt. Erste Zusammenbrüche? Es gab auch tatsächlich erste Zusammenbrüche. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir auch zeitversetzt auf die verschiedenen Kanäle setzen. Also wo kann man es überall kaufen? Sie können es in der App kaufen, Sie können es an den personenbedienten Verkaufsstellen, in den Mobilitätszentralen kaufen und natürlich auch am Automaten. Okay, also und über die Deutsche Bahn, über den RNV, also ganz viele verschiedene Kanäle. Insofern, da wird irgendwas gehen, wenn man es haben will, ne? Genau. Es gibt sogar Leute, die müssen sich um gar nichts kümmern. Die kriegen das Ticket automatisch. Wer ist das? Das sind bei uns im Rhein-Main-Verkehrsverbund tatsächlich jetzt schon 1 Million Kundinnen und Kunden. Das sind alle diejenigen, die ein Schülerticket haben. Das sind diejenigen, die ein Semesterticket haben. Das sind diejenigen, die ein festes Abo haben, ein Jahresabo haben und auch natürlich alle Jobticketkunden. Die müssen gar nichts machen. Bei denen bleibt es bei dem alten Motto einsteigen, losfahren. Okay, wenn ich aber jetzt nicht meine Daten bei Ihnen registriert habe, also sprich, vielleicht habe ich das Schülerticket von meiner Tochter einfach bar bei Ihnen gekauft, dann kann ich es mir auch wiederholen, oder? Ja, der Grundsatz ist, dass alle Kunden gleich behandelt werden. Und das bedeutet, dass alle Kunden auch den Differenzbetrag zu dem 9-Euro-Ticket erstattet bekommen. Das sicherlich auf einem unterschiedlichen Weg. Und natürlich wird es so sein, dass diejenigen, wie Sie sagen, die bar bezahlt haben, auch da wollen wir einen digitalen Vorgang anbieten, Anfang Juni mit Einführung des 9-Euro-Tickets, damit auch dort die Erstattung dann anlaufen kann. Wir bitten nur um etwas Geduld, weil der Hauptfokus bei der Umsetzung des 9-Euro-Tickets die Einführung und vor allem ein guter Vertrieb war. Okay, wichtig vielleicht ist auch noch zu sagen, dass wenn ich nichts für mein Jahresticket oder sowas bezahlt habe, weil ich zum Beispiel Landesbediensteter oder sowas bin, dann kriege ich auch nichts zurück. Das ist völlig richtig, aber es ist gut, dass Sie auf diesen Grundsatz hinweisen. Denn wenn ich nichts bezahlt habe, dann kann ich natürlich auch nichts zurückfordern. Können Sie denn als RMV mehr Bahnen einsetzen? Weil viele sagen ja, es wird ein Riesengedränge geben. Wirklich entspannt ist es ja jetzt schon nicht. Also die Kapazitäten sind natürlich angezogen, das ist keine Frage. Und wir erwarten auch relationsbezogen eine deutlich steigende Nachfrage. Insbesondere in den Freizeitverkehren und natürlich auch zu bestimmten Zeiten wie an Randlagen oder am Wochenende oder auch an Feiertagen. Und deswegen war es wichtig, dass das, was an Kapazitäten noch zusätzlich verfügbar war, ob das ein zusätzlicher Triebwagen ist oder auch vielleicht die ein oder andere zusätzliche Verbindung an einem Wochenende, dass das tatsächlich jetzt im Sommer alles noch mal zusammengezogen worden ist. Das ist passiert, aber ja, die Kapazitäten sind in der Tat beschränkt. Wie ist es mit Fahrrädern mitnehmen? Fahrradmitnahme im RMV ist traditionell kostenfrei. Wenn ich nach Sylt fahre mit dem Fahrrad? Wenn Sie nach Sylt fahren mit dem Fahrrad, bitte vorher genau informieren. Es gilt immer bei der Fahrradmitnahme die Regelung des dort zuständigen Verkehrsverbundes. Das bedeutet, in den meisten Teilen der Bundesrepublik ist die Fahrradmitnahme nicht kostenfrei. Deswegen dort bitte ein Fahrradticket buchen. Okay, Hunde, habe ich gelesen, können kein 9-Euro-Ticket kaufen. Die brauchen aber sonst auch ein Ticket, oder? Auch das ist richtig. Hunde brauchen im RMV bei der Mitnahme kein Ticket. Aber auch da ist es so, dass wir in verschiedenen Teilen in der Bundesrepublik andere Bestimmungen haben. Und dort ist es dann ebenfalls notwendig, vielleicht ein entsprechendes Ticket zu erwerben. Aber eigentlich ist das im Nahverkehr eher die Ausnahme. Das haben wir eher vor allem im Fernverkehr, bei den ICEs und auch bei den entsprechenden Fernverkehrsangeboten der Deutschen Bahn. Wenn wir jetzt noch mal auf das Gedränge und den Andrang zurückkommen, was mache ich denn, wenn ich im Rheingau bin oder Sylt, Sonntagabend 20 Uhr und ich komme nicht mehr weg, weil alle Züge wirklich proppevoll sind? Zum Glück haben wir in den vergangenen Jahren tatsächlich auch gerade in den Abendstunden überall Verkehrsverbünde übergreifend viele Angebote ausbauen dürfen und können. Und in solchen Fällen würden wir immer empfehlen,
Etwas Geduld, gute Stimmung nicht vermiesen lassen und im Zweifel einfach den nächsten Zug nehmen, denn der kommt bestimmt. Mittlerweile fahren wir viele, viele Angebote bis tief in die Nacht. Okay, vielen Dank. Wir sind einfach erstmal optimistisch, dass es gut wird. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke sehr.